Advent, Advent, mein Code dich kennt und Grammatik gelernt bei Yoda ich habe. Heute geht es um Advent of Code, Tag Nummer 11 natürlich und ja, dort wird quasi eine Ansammlung von Informatikern simuliert. Denn es geht jetzt um ein Wartezimmer und naja, Menschen sind scheu in diesem Format, deswegen wollen sie sich immer dorthin setzen, wo Menschen Platz haben, also wo sie möglichst wenig Menschen um sich herum haben. Könnte natürlich auch Corona-bedingt sein, aber wir nehmen einfach mal an, dass das alles Informatiker sind. Okay, also unser Format sieht ungefähr so aus, beziehungsweise lasst uns hier unten das hier nehmen, denn hier sieht man gleich alle Zeichen auf einmal. Ein Hashtag bedeutet, dieser Platz ist besetzt, also quasi jedes einzelne Zeichen steht für einen Sitzplatz. Ein Punkt bedeutet, dieser Platz kann nicht besetzt werden, weil er Boden ist, da setzt sich niemand hin. Und ein L bedeutet, hier ist Platz, okay? So, und ja, das Ganze ist jetzt quasi rundenbasiert, das heißt in der ersten Runde sind natürlich alle Plätze leer. Und gemäß 3 Regeln verändert sich der Zustand unseres Wartezimmers. Das heißt, wenn nebendran also nebendran bedeutet, wenn wir zum Beispiel diesen Stuhl hier uns angucken oder diesen Stuhl, egal welchen Stuhl, wenn wir in den 8 Feldern, die direkt angrenzen, also sprich diagonal oben links, oben, diagonal oben rechts, rechts davon, links davon, unten diagonal links, unten rechts. Wenn dort keine Person sitzt, dann pflanzt sich eine Person auf genau diesen Stuhl drauf. So, in der zweiten Runde ist natürlich dann alles belegt, weil in der ersten Runde galt das für jeden Platz. Das heißt, jeder Platz war frei, also wurde im zweiten Fall jeder Platz belegt. Und das bedeutet, Menschen stehen auch wieder auf. Und zwar, sobald 4 oder mehr ihrer Sitzplätze nebendran nicht mehr leer sind. Also belegt sind. 4 oder mehr Plätze belegt. Das heißt, hier 3 Menschen und unten drunter noch einer. Dann steht der hier definitiv wieder auf, weil er keinen Bock mehr hat. So. Und ja, das Ganze normalisiert sich jetzt irgendwann, denn zum Beispiel diese Person hier wird nicht aufstehen, weil hier sind nur 2 Plätze belegt. Und so bleibt es eben übrig, dass hier dieser Platz belegt bleibt, dieser hier, dieser und so weiter und so fort. Und nach einer Weile normalisiert sich das Ganze und wir sollen jetzt rausfinden, wie viele Plätze sind eigentlich am Ende noch frei. Beziehungsweise genau genommen sollen wir rausfinden, wie viele Plätze belegt sind, was einfach nur quasi das Inverse davon ist. Also wie viele Plätze sind belegt und ja, wie viele Menschen stehen im Endeffekt. Und wahrscheinlich müssen wir uns direkt am Anfang raussuchen, welchen Platz wir uns schnappen sollen, damit wir nie wieder aufstehen müssen. Ich tippe übrigens auf den Platz hier ganz oben in der Ecke. Aber gut. Ja, das ist im Endeffekt unser Ziel hierbei und unser Wartezimmer wird wahrscheinlich etwas größer. Oh, wow. Okay, das ist ein fettes Wartezimmer. Ich habe noch nie so ein großes Wartezimmer gesehen. Da passen einige Menschen rein. Ich habe natürlich wieder mal schon alles vorbereitet. Also die beiden 11-Dateien sind da und wir starten direkt durch mit unserem Code, indem wir hier sagen, with open 11. Ich muss mir irgendwas überlegen, weil 13 ist ziemlich sperrig, aber ich werde es trotzdem wahrscheinlich so nennen. SF. Und ja, wie lesen wir unsere Daten ein? Seats ist gleich wir machen direkt Splitlines, f.read, read. Splitlines, so. Dann haben wir schon mal alles, was wir brauchen. Dann haben wir unser Seats Array, beziehungsweise unsere Seats Dings. So, jetzt haben wir natürlich hier nur die Sitzplätze sozusagen. Das sind wirklich, wirklich viele. Jetzt müssen wir das natürlich auch noch irgendwie interpretieren. Und wir müssen das quasi durchiterieren. Und ich glaube, das werden wir hier tatsächlich mal in eine Funktion auslagern, weil mir fällt aktuell gerade noch nichts ein, wie wir das irgendwie clever machen können. Und zwar sagen wir jetzt hier einfach Simulate. Okay, so. Unsere Simulation macht jetzt also Folgendes. Wir rufen natürlich hier unten dann Simulate auf. Das heißt, Waiting Room ist gleich Simulate und wir geben hier in Simulate auch noch die Seats ein, denn die werden wir hier natürlich auf jeden Fall brauchen. So, Seats. Okay, jetzt in unseren Seats drin, oder mit unseren Seats, wie können wir das iterieren? Ich würde sagen, solange sich nichts ändert, machen wir das. So, jetzt müssen wir erstmal überlegen, was heißt denn, solange sich nichts ändert? Wenn sich was ändert, machen wir es nicht mehr. Das bedeutet, wir werden überlegen, ob wir eine Änderung haben. Also speichern wir uns erstmal unser Previous. Previous ist gleich, ja, initial würde ich das einfach mal auf eine leere Liste setzen. Und unsere Seeds, ich glaube, ich will die nicht verändern. Vielleicht für Teil 2 brauchen wir die noch wahrscheinlich. Da machen wir eine
ja, eine Deep Copy davon, Seeds von dem dann haben wir das auch kopiert. Okay. So. Und jetzt heißt, solange sich nichts ändert, machen wir einfach while previous ungleich den Seeds. So, und jetzt iterieren wir durch jeden Sitzplatz durch. Und das bedeutet, wir iterieren quasi für jede Zeile und für jede Spalte. Also wir iterieren quasi wirklich durch jeden Sitzplatz durch. Also wenn wir jetzt eine Vorschleife haben, wir haben das hier, die erste Zeile quasi, okay, das ist nicht die erste Zeile. Wenn wir die erste Zeile hier nehmen, dann ist das quasi unsere erste Variable. Das ist quasi unser zweiter Durchlauf, dritter Durchlauf und so weiter und so fort. Wenn wir jetzt aber zwei Schleifen ineinander nehmen, dann haben wir hier zwei Vorschleifen. Die eine geht durch alle Zeilen durch, also sagen wir Row ID und was ist unsere zweite? Das ist einfach unsere Row. Ist gleich ist gleich in enumerate. Wir zählen quasi auf. Also da bekommen wir nochmal die Zählvariable sozusagen mit. Das ist angenehmer für uns später. Ich bin mir sicher, die werden wir brauchen. Weil wir berechnen müssen, was quasi um uns rum ist, brauchen wir natürlich auf jeden Fall die Row-ID. In enumerate von Seeds. Ja, Seeds. Ich wollte eigentlich noch fertig tippen hier. Und danach sagen wir hier for column ID, column in enumerate von Row. Weil wir dann quasi durch die einzelne Zeile durchlaufen. Das heißt, wir laufen durch jeden Buchstaben einzeln durch. Also L, 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 Punkt und so weiter und so fort. Okay. So, jetzt müssen wir berechnen, wie viele Plätze neben unserer ID-Liste hier belegt sind. Also quasi von unserer Row 1 nach oben, 1 nach unten, 1 nach links, 1 nach rechts, 1 nach links oben, 1 nach rechts oben und so weiter und so fort. Also diese 8 Dinger müssen wir quasi durchgucken. Und wir müssen sie nicht nur durchgucken, sondern wir müssen auch zählen, wie viele es sind. Weil wenn es mehr als 4 sind, sorry, ich denke gerade laut, wenn es mehr als 4 oder 4 sind, dann müssen wir ja auch denjenigen aufstehen lassen. Das heißt, wir müssen es quasi zählen. Das machen wir in einer separaten Methode. Das ist mir zu doof jetzt hier. Count adjacent seats. So, jetzt brauchen wir hier die Row-ID, die Column-ID und wir brauchen selbstverständlich noch unsere Seeds. Okay, so, wie machen wir das? Wir denken ja hier eigentlich zweidimensional, weil wir hier Row und Column machen müssen. Das heißt, wir können natürlich hier ein if machen, so ein if-Dings, aber das ist irgendwie echt uncool. Ich mag das eigentlich nicht. Lasst uns hier was Cooleres machen. Und zwar, wir definieren hier uns Adjavent, genau, von Advent, ne? Adjavent, wer kennt die nicht? Adjazent definieren wir uns hier als eine Liste aus zweidimensionalen Tupeln. Und zwar, wir haben einmal links oben, also quasi links ist einmal nach -1, dann oben ist einmal -1, das ist unser erstes Tupel. Was habe ich getan? Ups, das war definitiv nicht in meinem Interesse. Ich habe Steuerung V gedrückt. Dann haben wir nur oben, dann haben wir einmal rechts oben. So, dann haben wir einmal links. Moment. Doch ja, natürlich links. Dann haben wir rechts. Also im Endeffekt alle Permutationen von. Wisst ihr was? Das schreiben wir noch viel cooler. Hier. I, J for I, J in zip von Range von -1 bis 1 mit Schrittweite 1 und dann genau dasselbe nochmal. Okay, vielleicht ist es doch ein bisschen länger. Aber lasst uns das mal ganz kurz ausgeben. Ich glaube, das ist cool. Adjazent. So. Und wir machen jetzt mal Folgendes. Wir berechnen Count Adjacent Seeds und exiten danach. Dann können wir die Methode nämlich auch testen. So. Wir müssen 11 ausführen. Okay, das funktioniert so nicht. Weil ich natürlich das gar nicht machen darf hier. Das ist natürlich Quatsch. Ich muss natürlich einen Tupel draus machen. So. Indentation? With. Ups. Moment. Was? Warum Indentation Error?
Ach so, weil ich hier, ja, natürlich, weil ich hier noch nicht gepasst habe. So, und hier muss ich natürlich was eingeben. 0, 0 und, keine Ahnung, eine leere Liste oder sowas. Ich will ja nur diese Adjazent-Dinge ausrechnen, okay? So, minus 1, 0. Achso, ja, natürlich, bis 2 müssen wir gehen, damit wir es auch vollständig haben. Okay, ja, das ist natürlich nicht alles, was wir haben. Wir haben noch mehr. Aber wir hier natürlich ganz klar die Permutation wollen, nicht einfach nur was Gesipptes. Logisch. Das haben wir ja schon mal gemacht eigentlich. Ich importiere gerade mal hier Ether-Tools. Ether-Tools. So. Achso, Quatsch. Ether-Tools. Ach komm schon. Tu mir das jetzt nicht an. Ether-Tools.permutation. So, vielen Dank. Dann können wir hier mit der Range theoretisch arbeiten. Und wir wollen 2 davon haben in Kombination. So, jetzt sollten wir alles haben. Minus 1 und 0, minus 1 und 1. Da fehlt was. Minus 1 und minus 1 fehlt zum Beispiel. Das macht, ups, was ist jetzt passiert? Das macht keinen Sinn. Mit Permutation bekommen wir... das ist eigentlich eine sehr gute Gelegenheit, um euch das nächste Ding vorzustellen. Wir wollen keine Permutation, wir wollen jedes Ding mit Zurücklegen haben. Permutationen sind ohne Zurücklegen, zumindest für dieses Ding. Also quasi, wenn ich ein Minus 1 habe, kann ich nur noch eine 0 oder eine 1 haben. Mit einer 0 kann ich nur eine Minus 1 oder eine 1 haben. Das funktioniert nicht. Wir wollen das Produkt haben. Das sollte funktionieren. Wobei uns das... da gab es doch irgend so ein Parameter. Wie hieß denn der? Nicht weggehen. Hier, Repeat gleich 2. So, war mega umständlich, um das jetzt rauszubekommen, aber wir haben das, was wir wollten. So, okay, weiter geht's. Wo waren wir stehen geblieben? Also, wir haben uns jetzt quasi ein Array gemacht, das sollten 8 Dinger drin sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Richtig, ja, shit, wir haben noch 0, 0 drin. Das darf da nicht drin sein. Das machen wir hier direkt hinten dran. If I ungleich 0 and J ungleich 0. Moment, OR ungleich 0. Dann ist nämlich mindestens eins von den beiden ungleich 0. So, das war jetzt ziemlich hacky. Okay. Ja, jetzt haben wir sozusagen hier alles, was wir brauchen und können uns tatsächlich hier mehr berechnen wieder. So, das heißt, wir wollen hier durch diese ganzen Dinger durchgehen. Dann rechnen wir das quasi auf Row-ID und Column-ID jeweils drauf. Das heißt, wir sagen hier for of I of J, also quasi Offset in adjacent wollen wir was tun. Wir wollen überprüfen, ob Seeds an der Stelle, so jetzt müssen wir überprüfen, das sind zweimal an der Stelle, und zwar einmal mit, das ist die Row-ID, also hier erstmal Row-ID plus of I, an der Stelle Call-ID plus of J, wenn das gleich Hashtag ist, das steht ja quasi für den, oh, da fehlt das if. Wenn das ist, dann haben wir hier einen Counter plus gleich 1. Counter brauchen wir noch, das machen wir ganz kurz. Counter gleich 0. So, und damit sollten wir eigentlich in der Lage sein, Print von Counter, mal ganz kurz unseren Counter auszugeben. Wobei das natürlich jetzt nicht funktionieren wird, weil wir hier das Ganze komplett falsch aufrufen. Wenn wir das jetzt mal mit Seeds aufrufen. Seeds. Okay. Dann gucken wir mal, was ganz kurz hierbei rauskommt. 0. So, das ist gut, weil in unseren Seeds ist ja aktuell tatsächlich nichts drin. Lasst mich mal ganz kurz gucken, wie Seeds wobei Seeds ist einfach komplett unsere Eingabe, ne? Was wäre denn, wenn ich jetzt hier Seeds von 1 gleich, also jetzt von Hand tatsächlich verändert, gleich mal so setzen würde? Ach, verdammt. Okay, Seeds von 1 ist gleich das da plus Seeds von 1. Dann hängen wir das einfach kurz vorne dran. Ich will nur testen, ob es funktioniert. So, genau. Adjazente Sitze wäre dann das da. Perfekt. Okay.
damit haben wir quasi unsere Berechnung für adjazente Sitze fertiggestellt und machen das jetzt mal zu einem Return Counter. Das sollte soweit funktionieren. Und das können wir jetzt hier drin verwenden. Denn wir müssen ja hier erstmal messen. Sekunde, so. Das müssen wir jetzt hier erstmal ja sagen, wie viele sind denn eigentlich belegt. Und je nachdem, wie viele Sitze belegt sind hier drin, also erstmal müssen wir natürlich den Boden quasi reinmachen. Also wenn wir als Seeds, nee, wir können es eigentlich direkt von der Row abhängig machen. Oder eigentlich direkt Col sagen. Col gleich Punkt. Dann New Row ist gleich leerer String. Nee, New Row ist gleich doch leerer String. Dann sagen wir hier New Row plus gleich Col. Ja, hier natürlich 2. So, weil der Punkt darf sich ja nicht ändern, okay? Dann sagen wir aber noch, wenn Column gleich, wenn es aktuell unbesetzt ist, dann kann es sich besetzen lassen für den Fall, if count adjacent seeds, was muss ich da alles eingeben? Ah, hier steht's doch. Row ID wäre bei mir die Row ID natürlich, Column ID und Seeds. Eigentlich bloß Seeds. Dann, achso, das ist eine Zahl, wenn das gleich 0 ist, oder? Nur bei 0 darf sich jemand Neues hinsetzen. Wo sind wir? If a seat is empty and there are no occupied seats adjacent to it, the seat becomes occupied. Okay. Das heißt, wenn das Ding wirklich 0 ist, dann setzt sich da jemand hin. Das heißt, New Row plus gleich Hashtag, weil er dann besetzt ist. Else bleibt da leer. New Row plus gleich L. So. Dann der letzte Schritt, elif, was anderes darf da eigentlich nicht stehen, Col gleich besetzt. Dann wird der Sitzplatz frei, count adjacent seats, wenn von Row ID, Col ID und Seats. Der wird frei, wenn das Ding größer gleich 4 ist. Dann sollte hier frei werden und zwar sagen wir dann New Row plus gleich L. Ist jetzt gerade eher ein bisschen trivial, das Ganze runterzuschreiben, aber ich glaube, so ist es relativ klar, was wir machen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir irgendwie was Cooleres machen könnten. Mir fällt zumindest gerade nichts ein, deswegen mache ich das jetzt mal so. Okay, dann der Hashtag, wenn natürlich die Anzahl der Sitze kleiner als 4 ist. Also dann bleibt die Person quasi sitzen. So, dann haben wir eigentlich alle 3 Fälle abgedeckt und wir haben was in unserer New Row und hier haben wir auch was in unserer New Row, in jedem Fall sozusagen. Else machen wir einfach noch rein, weil ist so. Plus gleich Call. Ja, nicht so, sondern so. Habe ich das da oben auch richtig geschrieben, oder? Ja, perfekt. Okay, und das machen wir jetzt für unseren so lange, bis quasi sich nichts mehr ändert. Und das wiederum heißt, Seeds ist gleich, genau. Und dann geben wir eigentlich, weil Previous ist ja gleich Seeds, wenn wir fertig sind, dann geben wir hier eigentlich Return, wir können eigentlich beides zurückgeben, Previous. So, und das ist dann unser Waiting Room und hier unten drunter printen wir uns mal unseren Waiting Room aus. Mal gucken, ob das funktioniert. So, okay, wir haben den ersten Fehler, wir sind out of line. Nice. Ja, okay, gut. Das, da hätte man drauf kommen können. Wenn wir hier out of bounds gehen, also das heißt quasi Row ID plus of I muss größer sein als 0 natürlich. Ne, größer gleich 0 sein und kleiner als die Row ID ist kleiner als die Länge an Seeds. So, zusätzlich muss noch genau. Zusätzlich muss noch gelten, 0 ist kleiner gleich Column ID
plus of J, oder? Wir rechnen hier mit J. Genau. Plus of J. Und das insgesamt kleiner als len von Seeds von 0, weil die sind ja alle gleich lang im besten Fall. Oder sind sie nicht alle gleich lang? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Falls sie nicht... Moment. Die sollten alle gleich lang sein. Für den Fall, dass sie nicht alle gleich lang sind, gehen wir hier mal auf die exakte Reihe, wo wir gerade sind. Nur für den absoluten Notfall. So. Das sollte uns jetzt den Fehler auf jeden Fall ersparen. Hier sind wir auch... Moment, hier sind wir schon wieder out of bounds? Ja, weil ich diese Bedingung hier natürlich ans Ende schieben muss. Das ist logisch. Und das da. So, jetzt sollte das aber nicht mehr passieren. Okay, perfekt. Das scheint sehr lange zu dauern. Hui. Vielleicht müssen wir da noch irgendwas machen. Vielleicht sind wir hier tatsächlich in der Endlosschleife gefangen. Ich lasse das mal kurz ein bisschen laufen. Ich glaube, den Teil schneide ich euch dann auch raus. So, kurz abgebrochen. Offensichtlich kann ich hier, bin ich einfach nur dumm, weil ich ja niemals Seeds wirklich update. Ich berechne ja immer nur Previous anhand von Seeds, ja. Das bedeutet, ich muss hier natürlich ganz klar sagen, Seeds ist gleich Previous. Ich weiß nicht, ob ich eine Deep Copy machen muss. Ich mache jetzt hier mal eine, aber ja, ich berechne quasi Seeds einmal neu und hier drin... ich habe das Ganze ja nicht gesetzt. Ich bin echt manchmal... es tut mir leid, ich bin irgendwie ein bisschen verballert gerade. So, das heißt, ist das... Boah, Sekunde, ich mache mal hier die Vorschleife zu. Wenn wir die neue Row haben, dann fügen wir die natürlich an Previous an. Previous.append. Previous.append. Ja, die New Row. So. Und... Genau, das ist eigentlich... So, jetzt asserten wir unten drunter mal ein bisschen. Und zwar assert len von previous gleich len von seeds. Assert len von previous von 0 gleich len von previous von 0. So, nur damit wir sicher gehen können, dass wir hier uns... Aha, List Index out of range. Was? Was? Ja, ich meine natürlich hier Seeds, aber trotzdem sollte der List Index nicht out of range sein. Von 0. Das heißt, ich habe nicht eine Zeile hinzu... Hä? Oh, Cedric, was ist los mit dir? Schläfst du? Ja, ist besser. So. Es tut mir leid, weil wenn ich hier da oben natürlich direkt Previous kopiere, dann bin ich natürlich doof, weil ich direkt alles gemacht habe. So, das sollte jetzt, das ging relativ schnell, habt ihr es gesehen? Boom, fertig. Das sollte jetzt unser Waiting Room sein. Und oben ist alles belegt. Es ist einfach permanent alles belegt. Es ist überall alles belegt. Das ist nicht sinnvoll. Das ist nur einmal durchgelaufen. So, wenn ich jetzt natürlich hier Seeds in Previous rein kopiere, funktioniert das Ganze nicht. Logischerweise, weil wenn ich Seeds in Previous rein kopiere, ich muss es da oben machen. Dann darf ich aber meine Assertion nicht machen, logischerweise. Ich bin auch ein bisschen boosted, ne? Wenn ich hier unten die ganze Zeit das Ganze in Previous anhänge, ich sollte viel besser hier oben in Previous Seeds reinkopieren, dann das wäre viel aufgeräumter, weil Seeds, das ist ja quasi das, was vorher war. Und dann sollte ich Seeds erstmal in eine neue leere Liste umwandeln. Das ist zwar hier ein bisschen aufwendig, aber eigentlich könnte ich dann auch direkt hier oben reinwandeln, ne? So, dann machen wir das so rum. Und dann machen wir das so. Und eigentlich kann ich das dann auch, wobei, nee, ich muss sie vorher definieren. Okay. So, und dann definiere ich mir das hier quasi so. Und hier unten hänge ich einfach die ganze Zeit an Seeds alles dran. Ich weiß nicht, warum ich das nicht die ganze Zeit so gemacht habe. So, und dann brauche ich das nicht mehr. So. Jetzt haben wir wieder List Index out of range. Nicht logischerweise, weil Previous und Seeds müssen jetzt ja beide belegt sein. Previous sollte Seeds, also das... Ach, verdammt nochmal. Heieiei, ist aber auch wirklich... So. So, machen wir das jetzt. So, jetzt die Länge ist nicht gleich groß. Warum ist die Länge nicht gleich groß?
wie gesagt, für jedes Zeichen müsste ich eigentlich hier ein Zeichen ranhängen. Die Länge ist nicht gleich lang. Das heißt, ich habe hier nicht dieselbe Anzahl an Zeilen, weil ich hier durch Seeds durchlaufe, weil ich das nicht geändert habe auf Previous. Okay, ihr seht also manchmal, so, wo habe ich noch Seeds benutzt? Da habe ich Seeds benutzt. Da habe ich Seeds benutzt. Ich arbeite ja jetzt eigentlich auf Previous und hänge alles in Seeds rein. So. Okay, jetzt sieht das schon besser aus. Ja, genau so hätte ich das ganz gerne. Okay, also wir haben ein Hashtag, wir haben ein L, wir haben ein Hashtag L, Hashtag L. Das passt eigentlich soweit. Okay, so, was wir jetzt hier machen, ist den Waiting Room mal schön auszugeben. Und zwar for E in Waiting Room print E. So, das ist ein bisschen schöner, dann kann ich mir das auch ein bisschen besser vorstellen. Okay, also hier sind alle mal leer. Ah, okay, das ist natürlich eine schöne Ordnung hier. Hashtag L, Hashtag L, Hashtag, Hashtag. Warum? Hashtag, Hashtag. Warum? Weil die quasi nebeneinander sind. Und hier sitzt jemand. Hier hat sich jemand hingesetzt, weil da ist ja Fußboden und da oben die ganze Zeile ist leer. Jo, das sieht so aus, als wäre... Genau, das ist eigentlich genau das, was wir haben wollten. Okay, so, ich nehme jetzt einfach mal an, dass die Lösung hier korrekt ist. Das heißt, wir zählen die Count seated. Keine Ahnung. Und wir nehmen hier wieder mal die Seeds rein. Und wir machen jetzt noch hier was zum Zählen, was wir, glaube ich, noch nicht gemacht haben. Und zwar x ist gleich x, wobei wir nennen es vielleicht lieber i, for i in seeds. Count. Mal gucken, was uns dann x ausgibt. Print x. So, ich glaube nämlich, dass das relativ cool wäre, wenn wir das so zählen könnten. Und zwar count seated von waiting room. So, das dauert jetzt ein bisschen. Count takes exactly one argument, 0 given. Ja, natürlich, weil ich hier angeben muss, was ich eigentlich zählen möchte. Ich möchte in dem Fall die Hashtags zählen, natürlich. So, jetzt müssen wir nochmal warten. Kein! Okay, dann ist hier was schief gelaufen. Geben wir doch erstmal kurz uns die x aus. So, das sollte nämlich funktionieren. Ja, nee, das hat nicht so funktioniert, wie ich das wollte. Machen wir das hier noch ein bisschen. For I in J, for J in Seeds. So müsste es funktionieren dann, oder? Das wäre dann quasi eine J in Seeds. Das wäre dann quasi eine doppelte List Comprehension. Was nicht funktionieren wird. Mano, das wird so nicht klappen. Nee, wir müssen es anders berechnen. Wir nehmen iter-tools. iter-tools. Chain müsste es gehen. Und zwar, was passiert denn, wenn wir hier Seeds reinpacken? Wenn wir die unzippen sozusagen, unzip von Seeds, das sollte uns dann eigentlich x ausgeben. Okay. Wir listen natürlich die. Fuck you, iter-tools, das ist nicht nett von dir. So, genau, jetzt. So, jetzt haben wir die ganzen Buchstaben separat und jetzt machen wir hier direkt hinten dran unser Count von dem Dings und dann geben wir x aus. Das will ich eigentlich haben. So, das ist meine Lösung hier. Genau, 2211. So, das sollte eigentlich unsere Return x. Oder wir können gleich hier oben das Ding returnen, dann brauchen wir es nicht in eine Variable schreiben. So. Und das wollen wir jetzt ausgeben. Print das da. Okay, das ist doch mal schön. So, 2211. Gucken wir mal, ob das richtig war. Das haben wir jetzt, wir haben sehr, sehr lange gebraucht. Ja, perfekt, schön. Wir haben sehr, sehr lange für Teil 1 gebraucht. Ich hoffe, das macht euch nichts. Wie gesagt, ich habe jetzt auch gerade ein bisschen rumprobiert. Da oben stand ich kurz auf dem Schlauch. Ich glaube, das ist völlig normal. Und es ist viel Code dieses Mal, muss man einfach so sagen. Okay. Jetzt, die nächste Aufgabe ist, as soon as people start to arrive, you realize your mistake. People don't just care about adjacent seats, they care about the first seat they can see in each of those 8 directions.
Now instead of considering just the 8 immediately adjacent seats, consider the first seat. Okay. Okay, ich habe das jetzt mal ganz kurz durchgelesen und es geht im Endeffekt darum, dass wir also erstmal eine Regeländerung haben. Es dürfen jetzt 5 oder mehr sein, die wir sehen. Also sie sind ein bisschen toleranter geworden. Aber dafür geht es um den ersten Sitzplatz, den Sie sehen können. Das heißt, die Punkte hier werden eigentlich ignoriert. Und ja, das ändert natürlich ein bisschen die Berechnung hier. Da haben wir offensichtlich einen Fehler gemacht. Also wir haben keinen Fehler gemacht, aber die Aufgabenstellung sagt, wir haben einen Fehler gemacht. Gut. Was das bedeutet, ist im Endeffekt, wir müssen hier das Ganze ein bisschen anpassen. Und zwar müssen wir nochmal ein bisschen bei der Simulation ran. Denn wir haben hier Simulate, dann sagen wir hier mal Tolerance. Und die wird am Anfang auf 4 gesetzt. Damit wir das auch abwärtskompatibel halten zu unserer alten Lösung, setzen wir die auf 4. Und das nächste ist On-Site. Und das Site ist gleich False. Und hier sagen wir jetzt mal, wir setzen die Toleranz ein. Count adjacent seats hier größer gleich Tolerance. Und ich glaube, wir werden es tatsächlich eine separate Funktion auslagern müssen. Ja, lass uns das in eine separate Funktion auslagern. Neighbors ist gleich Count das da. So, und dann sagen wir hier Neighbors größer gleich Tolerance. Und hier sagen wir auch Neighbors gleich 0. Dann müssen wir es nämlich auch nur einmal berechnen. Das ist gleichzeitig nochmal ein Speedup. Und das hier machen wir natürlich nur, wenn if not on site. Dann berechnen wir die Nachbarn so. Haben wir es nicht on-site genannt? Doch, wir haben es on-site genannt. Aber wenn es else on-site, Quatsch, dann ist ja on-site automatisch true. Dann berechnen wir die Neighbors gleich count seeable seats von Row ID, Call ID und Previous. Okay. Und die Count Seeable Seats, die machen wir jetzt noch. Die ist quasi Funktion für Part 2. Create Function. Row ID, Call ID und Previous. Achso, nein, Seats ist das hier. Und, ups. Und im Endeffekt ist die sehr ähnlich zu dieser Funktion, wenn mich nicht alles täuscht. Wir können nämlich sogar die Adjazenten hier auslagern, und zwar hier oben rein. So, dann haben wir das nämlich schon mal definiert, dann brauchen wir das nicht nochmal. Und was wir, also die brauchen wir quasi in beiden Funktionen, die funktioniert genau gleich. Was wir auch nee, das können wir nicht auslagern. Okay, dann machen wir das genau gleich, wieder hier, Counter gleich 0. Und sagen ach, wisst ihr was, die Zeile können wir hier auch kopieren. Copy-Paste for the win. Und ja, was machen wir jetzt hier? Wir wollen hier unseren Row-Index neu berechnen. Erstmal so auf Row-ID plus of i, unseren Column-Index. Das ist quasi das Neue, was wir jetzt hier haben. Ich brauchte einfach eine neue Variable. Call-ID plus of j. So. Und wenn wir das haben, dann haben wir quasi genau dasselbe berechnet wie hier. Das hätten wir hier auch theoretisch machen können. Aber wir haben jetzt hier die Möglichkeit, wir müssen hier weitergehen. Das heißt, wir können nicht einfach sagen, wir wollen... Moment, wir können nicht einfach durch die Directions durchlaufen, ne? Wir müssen aber in jede Direction gehen. Oh, interessant, ja. Das heißt, das ist quasi einfach nur unsere Sichtweise sozusagen gerade in diese Richtung. Oh, ja, okay. Aber das ist wunderbar, dass wir das mit diesen Directions hier gelöst haben, weil das hilft uns gerade megamäßig. Das ist ja cooler Zufall. Okay, so, wie lange gehen wir hier weiter? Wir machen das eigentlich while true. Nein, halt, stopp. Wir machen das, solange wir diese Bedingung hier erfüllt haben. Das heißt, solange eben das da erfüllt ist, ohne das and. Ups, ohne das and. So, solange diese Bedingung hier erfüllt ist, gehen wir weiter. Und das hier muss ich neu berechnen, nämlich als Row Index. Und das hier ist der Column Index. Denn Column Index wird sich jetzt verändern, glaube ich. Und das hier ist nochmal der Row Index. Habe ich sonst irgendwo noch Row ID benutzt? Nein, habe ich nicht. So, jetzt ist das Ganze auch nicht mehr so sperrig. Okay. Und das machen wir jetzt so lange, bis das quasi hier...
Moment. Doch. Okay, ja, perfekt. Das machen wir jetzt so lange, bis wir hier entweder out of bounds laufen, das heißt links rauslaufen oder rechts rauslaufen, also quasi nicht mehr weiter gucken können, weil der Raum zu Ende ist, oder bis wir einen Sitzplatz finden. Das heißt, Punkte ignorieren wir quasi. If Seats von Row Index von Column Index gleich Punkt. Ups. Dann continue. Ansonsten. Quatsch. Ansonsten können wir gleich rauslassen. Okay. Wenn unser Dings ein Hashtag ist, dann haben wir einen Sitzplatz gefunden, der belegt ist. Counter plus gleich 1. Und wir breaken aus der Schleife raus. Ansonsten. Oder einfach nur ein if, weil wir sowieso breaken. Ja, eigentlich kann ich das echt hier copy-pasten, ne? Wenn wir das finden, dass das ein leerer Platz ist, dann breaken wir einfach nur. Sehe ich das richtig? Und am Ende... nein, ich darf hier nicht mal Continue machen, weil ich muss ja, sonst hätte ich ja eine endlose Continue hier. Ich darf hier kein Continue machen, ich muss den Row-Index noch anpassen. Row-Index plus gleich of i, nein, of i bitte. Und Column Index ist plus gleich of j. So, das ist quasi jetzt meine Berechnung. Dann aktualisieren die sich nämlich und dann gucke ich immer in dieselbe Richtung. In den meisten Fällen werde ich irgendwie plus 0 haben, aber das ist okay. Aber in manchen Fällen habe ich halt plus 1 oder plus minus 1 im Endeffekt. Dann gucke ich nämlich in die Diagonale. Und das ist wichtig, dass wir das hier aktualisieren. Dann gucken wir quasi in die Richtung weiter. So, wenn wir das jetzt haben wir im Endeffekt hier den Counter berechnet. Dann können wir eigentlich den Counter auch schon zurückgeben, ne? So, das heißt return Counter. Und den Counter, den fangen wir hier unten ab. Print. So, Sekunde, jetzt brauche ich nämlich natürlich nochmal. Haben wir die Variablen auch gesaved oder sind die alle noch? Doch, wir arbeiten auf. Ja, wir müssten eigentlich auf Deep Copies arbeiten. Egal, wir machen das lieber nochmal. Ja, wir machen das lieber nochmal. So, das ist der Waiting Room, Simulate. Ach, richtig, genau, ich muss ja hier für Simulation muss ich ja noch was eingeben. Und zwar, unsere Toleranz ist jetzt auf 5 gestiegen und On-Site ist jetzt True. Und dann counten wir das Ganze. Gut, jetzt bin ich mal gespannt. Also jetzt kriegen wir theoretisch beide Lösungen, 2211 und 1995. Hihi, witzig. Okay, ich bin gespannt, ob das richtig ist. Es war richtig. Geil. Cool. Also wir haben es geschafft. Ich fand tatsächlich die zweite Aufgabe fast einfacher als die erste, weil man so viel reusen konnte. Schreibt mir gerne mal, wie es euch gegangen ist und ob ihr das auch einigermaßen hinbekommen habt. Ob ihr vielleicht eine deutlich kürzere oder einfachere Lösung gemacht habt, rausbekommen habt. Ob ihr was mitnehmen konntet aus den Videos hier, denn ansonsten muss ich sie ja nicht weitermachen. Und ob ihr sie zu schwer oder zu leicht fandet, vielleicht mache ich ja auch mal wieder solche Challenges. Also quasi selbst erstellt, von mir erstellt. Cool, das war's von meiner Seite. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.